Herzlich willkommen zum Forst Arena Praxisreport mit dem PM-Truck. Vor einem Jahr in der Forst Arena haben wir euch die neue Generation 36 vorgestellt, das Schweizer Taschenmesser unter den Forstschleppern. Und heute, ein Jahr später, besuchen wir unseren Kunden Roman Kemmer, der schon über 1800 Stunden auf seinem neuen PM-Truck gefahren hat, und wollen euch weitere Einsatzgebiete dieses PM-Truck zeigen. Forst Arena Praxisreport, powered by Pfanzelt. Roman Kemmer bereitet seinen Pfanzelt PM-Truck für einen langen Arbeitstag vor. Der junge Forstunternehmer aus der Gemeinde Bergweiler in Rheinland-Pfalz wird uns heute die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeugs zeigen. Bei der Landschaftspflege, beim Holzrücken und beim Transport. Roman ist gelernter Forstwirt. Vor 4 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Zum PM-Truck ist er durch die Tätigkeit bei seinem früheren Arbeitgeber gekommen. Zum PM-Truck kam ich durch meinen ehemaligen Chef in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Der hatte 2 PM-Trucks gehabt und davon habe ich die älteren damals übernommen. Ja, und so kam ich zum PM-Truck. Und 2021 habe ich mich dann für einen neuen PM-Truck entschieden, weil der alten schon halt eben über 19.500 Stunden hatte da. Ja, und so kam ich zu dem neuen. Seinen neuen PM-Truck setzt Roman in erster Linie zum Holzrücken ein. Dazwischen verbringt er aber auch viele Stunden mit Transportarbeiten und bei der Landschaftspflege, wie hier mit einem Gestrüppmulcher am Kranausleger. Vom drehbaren Sitz hat der Fahrer freie Sicht auf das Arbeitsgerät. Über die beiden Joysticks bedient er die Kranfunktionen und die Lenkung. Mit den Füßen die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit. Der perfekte Arbeitsplatz für solche Anwendungen. Also beim PM-Truck fällt mir ganz gut bei der großvolumigen Kabine, da ich Übersicht habe. Ich sehe überall hin, mir ist nichts in den Füßen. Die Kabine sitzt schön weit hinten auf der Achse, also die Übersicht ist einfach top. Und mit dem Sitz, der fast 360 Grad schwenkbar ist, drehbar ist, das ist einfach alles gegeben. Die Ölversorgung des Mulchers übernimmt ein hydraulisches Powerpack an der Heckzapfwelle. Diese Funktion ließe sich beim neuen PM-Truck auf Wunsch auch direkt integrieren. Roman hatte das externe Powerpack aber noch von seinem alten PM-Truck. Der Kran bietet eine gewaltige Reichweite von 8,50 Metern, ideal zum Mulchen an hohen Böschungen und tiefen Gräben. Die Kommunalverblockung an der Vorderachse sorgt für Standsicherheit bei der fahrenden Arbeit mit dem Kran. Über ein Parallelogramm kann sich der Mulcher der Bodenkontur anpassen. Das Gerät sitzt an einer hydraulischen Kranspitze, mit der man die Querneigung bestimmt. Zurück in der Maschinenhalle tauschen wir den Mulcher gegen die Rückezange. Romans Vater und sein Neffe helfen beim Umbau mit. An die 3-Punkt-Hydraulik im Heck koppeln wir ein massives Rückeschild. Sehr hilfreich ist hier die Funkfernsteuerung, mit der man den PM-Truck von außen fahren und sogar die Hydraulik bedienen kann. Wir fahren in den Wald zum Langholzrücken. Die Königsdisziplin für jeden Forstschlepper. Routiniert wie einen verlängerten Arm steuert Roman den kräftigen Kran, der mit den schweren Buchenstämmen gut zurechtkommt. Mit den Stammablagen am Rückeschild lassen sich gleich mehrere Bäume auf einmal transportieren. Das stufenlose Varia-Drive-Getriebe hat Pfanzelt selbst entwickelt. Im Geschwindigkeitsbereich von 7 km/h vorwärts und rückwärts arbeitet der Antrieb rein hydrostatisch. Das ermöglicht schnelle Richtungswechsel und gewährleistet ein feinfühliges, ruckfreies Fahrerlebnis.
Räume, die außerhalb der Kranreichweite liegen, ziehen wir mit der Doppeltrommelseilwinde herbei, die wie der Kran schwerpunktgünstig über der Hinterachse sitzt. Nachdem Roman das Seil eingezogen hat, fährt er den PM-Truck über die Funkfernsteuerung noch einige Meter weiter. So behält er den langen Stamm sicher im Blick. Danach steigt er in die Kabine und übernimmt das Holz mit dem Kran. Roman kennt alle PM-Trucks, die bisher gebaut wurden. Was ist seiner Meinung nach bei der aktuellen Generation besonders gut gelungen? Also was mir auf jeden Fall ganz gut gefällt, ist die geräuscharme Kabine. Da hat sich einiges getan. Das ist sehr geräuscharm geworden. Dann der Fahrkomfort, der hat sich um Weiten verbessert. Und vor allen Dingen der Fahrstufenwechsel, der merkt man so gut wie gar nicht mehr. Das hat sich auch sehr gut verbessert. Zu guter Letzt schauen wir uns den PM-Truck jetzt noch beim Transport an. Dazu spannt ihn Roman vor seinen Rungenanhänger und lädt mit dem Kran eine Fuhre Stammholz auf. Spätestens hier wird klar, wie vielseitig dieses Fahrzeug ist. Das war auch für den Forstunternehmer das entscheidende Argument. Da habe ich die höchste Auslastung in meinem Betrieb. Ich habe über 300 Tage im Jahr Arbeit, also so gut wie keine Standzeit. Wenn ich nicht Holz am Rücken bin, fahre ich Mulchen oder Holztransport oder habe auch einen Häcksler für hinten dran. Also eigentlich gibt es keine Standzeit bei mir. Die Maschine ist jetzt, Auslieferzeit war letztes Jahr im 4. Dezember. Jo, hat jetzt 1865 Stunden drauf. Ich denke, das ist ganz ordentlich. Solch hohe Auslastungen sind aber nur möglich, wenn die Maschine jeden Tag läuft und technische Probleme schnell behoben werden. Mit Pfanzelt hat Roman einen verlässlichen Partner an seiner Seite. Ja, der Kundendienst von Pfanzelt, der gefällt mir sehr gut. Auch der Außendienstmitarbeiter ist sehr fähig. Also das sind prima Typen. Und der Kundendienst, wie gesagt, Ersatzteilservice, das klappt auch ganz gut. Wenn ich heute ein Ersatzteil bestelle, geht dann in der Regel bis 4 Uhr noch per Nachtexpress raus. Dann habe ich das Ersatzteil am anderen Tag und dann können wir das einbauen. Dann geht es im Regelfall weiter. Für Einsatzsicherheit sorgt aber auch der alte PM-Truck, der noch auf dem Schlepperchassis von Steyr basiert. Roman hat den Schlepper behalten, als Backup für alle Fälle und zum Brechen der Arbeitsspitzen. Ja gut, der ist Baujahr 2011 und hat jetzt 19.500 Stunden. Ich denke mal, der hat eigentlich seinen Dienst getan, aber der kriegt noch bei uns den wohlverdienten Ruhestand. Und so für Samstags oder für, wie gesagt, in die Spitzen, wo es dann hart hergehen muss, dann muss man halt eben noch mal ein paar Mal mit in den Einsatz. Mit vollem Anhänger fahren wir auf die Straße und transportieren das Holz zum Kunden. Besonders hier spürt man den im Vergleich zum Vorgänger stärkeren Motor. Ja, bei der Motorleistung haben wir uns von 195 PS auf 235 PS hochgearbeitet. Das merkt man natürlich auch, wenn man Langholz fährt oder im Transport mit dem Wagen dran. Oder ich habe auch einen Muldenkipper für dahinter. Da macht sich das schon bemerkbar, wenn man 35 Kubik Hackschnitzel fährt oder so auf der Straße. Das ist schon ein Unterschied zu vorher. Mit dem PM-Truck hat Roman das perfekte Werkzeug für seine Tätigkeit gefunden. Wie soll es mit der jungen Firma in den nächsten Jahren weitergehen? Oh, eigentlich will ich mich nicht noch weiter nach oben entwickeln. Ich will meinen Qualitätsstandard mit der Arbeit so beibehalten, gute Arbeit abliefern, dann lieber ein bisschen weniger gemacht, aber dafür korrekte Arbeit gemacht. Und ja, ich sag mal, der große Vorteil ist halt eben, dass ich vielseitig bin, dass ich nicht nur die eine Dienstleistung anbiete wie Holzrücken, dass ich mehrere Dienstleistungen anbieten kann. Und da ist das Spektrum ziemlich groß und da hat man halt eben auch die Chance mal auszuweichen. Wenn das eine nicht funktioniert oder mal den Zuschlag nicht bekommt, dann macht man eben eine andere Arbeit. Ihr habt jetzt weitere Einsatzgebiete des PM-Trucks gesehen, nicht nur letztes Jahr in der Forstarena, wo wir beim Forstfräsen waren, wo wir beim Holzrücken waren, sondern jetzt haben wir auch noch den Holztransport gesehen und Mulcharbeiten. Wenn ihr mehr zur Technik vom PM-Truck sehen wollt, dann schaut in das Produktvideo hier auf diesem YouTube-Kanal. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und bis bald.